Nintendo gilt weithin als Erfinder der Bewegungssteuerung. Die Wii hat 2006 die Spielwelt verändert. Aber fast ein Jahrzehnt zuvor saß ein japanischer Programmierer in einem Angelgeschäft und hatte dieselbe Idee für ein Spiel, das kaum jemand kennt. Die Geschichte dieses kuriosen Stücks Peripherie beginnt vor rund 40 Jahren im Jahre 1986, als der japanische Publisher ASCII nicht mehr als eine winzige eigene Entwicklungsabteilung beherbergt, die für den Famicom und den PC Videospiele produzieren. Das Unternehmen ist eher ein Verlag als ein Entwicklungsstudio und das Hauptgeschäft dreht sich um redaktionelle Arbeiten wie das Erstellen von Handbüchern. In dieser Zeit treffen bei ASCII Takeshi Kaneda und Hiroyuki Sonobe aufeinander, zwei Programmierer mit großen Visionen, beide als Teilzeitkräfte engagiert. Sie sind überrascht von dem Fokus der Firma und setzen sich mit anderen Kollegen dafür ein, ASCII auch zu einem renommierten Entwickler zu machen. Kaneda entwickelt unter anderem Balance of Power für den PC-88, Ishido für den Game Boy und die Wizardry-Reihe für den Super Famicom. Hiroyuki Sonobe entwickelt derweil im Alleingang das in Japan populäre Pferderennspiel Derby Stallion, das von 1999 bis 2020 Bestand hat. Takeshi Kaneda wird von dem befreundeten Entwickler Tsuya Nagano, der an Spielen wie Metal Orange oder Karat beteiligt ist, auf eine löchrige Nische im Videospielebereich aufmerksam gemacht. Wenn du ein Angelspiel entwickelst, wird es sich verkaufen. Nicht wirklich ein Interessengebiet von Kaneda, aber Naganos Begeisterung ist ansteckend und so wird er regelmäßig zum Fischen mitgeschleppt und zu Basu Randingu oder Bass Landing inspiriert. In seiner Nische ist das Spiel ein Kultklassiker, der 1999 mit seinem Realismus und seiner Detailverliebtheit überzeugte. Eine Angelsimulation, für die ASCII aber die Expertise fehlt, weswegen Kaneda zwar die Rolle des Directors übernimmt, die Entwicklung aber an Tosei abgibt. Ein seit 46 Jahren aktives Studio, das gerne als Ninja-Entwickler bezeichnet wird, weil es in den Schatten die Spiele anderer Entwickler unterstützt. Alleine in den letzten Jahren war Tosei an der Entwicklung von Paper Mario, Crisis Core Reunion, Scarlet Nexus, Sekiro und Resident Evil Revelations HD beteiligt. Kaneda braucht Leute vom Fach, denn seine Vision geht über ein einfaches Videospiel hinaus. Ihm kommt die Idee, einen Controller in Form einer Angelrolle zu bauen. Sein Freund Nagano hilft beim Ausarbeiten der Idee. So muss die Rolle zum Beispiel ein gewisses Gewicht haben, um ein möglichst authentisches Gefühl zu vermitteln. Auch geht Kaneda mit diversen Herstellern von Angelausrüstung ins Gespräch, um die Geräte besser zu verstehen und ausprobieren zu können. Natürlich auch, um sich ihre Lizenzen für das Spiel zu sichern und detaillierte Daten zu verschiedenen Ködern aufzustellen. Der Angelcontroller, Tsurikon genannt, ist ein voller Erfolg und verkauft sich fast ebenso gut wie das Spiel selbst. Die Bewegungssteuerung ist aus heutiger Sicht noch recht primitiv und es macht keinen Unterschied, wie stark man zum Beispiel auswirft. Andererseits müssen wir definitiv anerkennen, dass wir hier 7 Jahre vor der Wii unterwegs sind, der gewissermaßen das Erfinden solcher Funktionen für zu Hause angedichtet wird. 1999 ist das ein revolutionäres Spielerlebnis für zu Hause. Für das restliche Angelgefühl kommt dann die Kurbel zum Einsatz, bei der man entsprechend echtem Angeln schneller und langsamer drehen muss, um den Fisch erfolgreich zu fangen. Ich nehme zumindest an, dass das weitestgehend dem echten Angeln entspricht. Ich habe keine Ahnung. Ich kann auch ohne Rute aufs Wasser rausgucken, ohne dass etwas passiert. Außerhalb von Bass Landing ist der Tsurikon allerdings nahezu nutzlos. Action Bass funktioniert, allerdings nicht mit der spaßigen Kurbel. Andere Genrevertreter wie Real Fishing, Big Bass Fishing und so weiter kann man komplett vergessen. Der britische YouTuber Cat Icarus hat den Controller noch mit anderen Games ausprobiert und während die meisten, wie erwartet, ebenso wenig funktionieren, verwandelt der Tsurikon die Soundkulisse von Gex 3D in einen gruseligen Albtraum. Überrascht witzigerweise aber damit, mit Nightmare Creatures kompatibel zu sein. Die Bewegungssteuerung führt tatsächlich zu Angriffen. Nicht, dass das Spiel in irgendeiner Form einfacher macht. Mit einer ähnlichen Architektur veröffentlicht die Firma H-Tech zu ungefähr derselben Zeit ihren eigenen, sehr ähnlichen Angelcontroller. Mit dem Versprechen, dass du spüren kannst, wie sie anbeißen und wie sie kämpfen.
Dieses Versprechen steht auf dem Bundle mit Controller und Bass Landing als Spiel. Das kommt daher, dass H-Tech 1998 als amerikanische ASCII-Tochter gegründet wird und das Publishing der Titel im Westen übernimmt. Genau wie das Marketing. Der Adrenalinkick beim Fang eines riesigen Barsches war noch nie so realistisch. Kein anderes Angelspielpaket bietet dir das komplette Angelerlebnis. Einen naturgetreuen Routen- und Kurbelcontroller und ein naturgetreues Angelspiel. Vergiss das Aufstehen um 4 Uhr morgens, vergiss die Mücken, vergiss das Ausnehmen und Säubern. Pack einfach deine Angelkiste, schnapp dir ein paar kühle Getränke, mach es dir in deinen Sessel bequem und los geht's zum Angeln. Mit kühlen Getränken und einem bequemen Sessel lassen sich übrigens auch die exklusiven Zusatzinhalte für Kanalmitglieder genießen. Unterstützer des Kanals und seines Contents erhalten außerdem früheren Zugang zu sämtlichen Videos, können die Inhalte hier aktiv mitgestalten und werden gleich noch namentlich erwähnt. Vielen Dank für euren Lord-Support. Auch wenn die geradezu bahnbrechende Technik Gamern einer sehr nischigen Zielgruppe vorbehalten bleibt, erkennen zumindest auch andere Unternehmen die Zukunftsweisen der Technologie und wollen ein Stück vom Kuchen bzw. vom Barsch abhaben und entwickeln ihre eigenen Controller nach dieser Vorlage. Allen voran erscheint der Bandai Fishing Controller zusammen mit ihrem Spiel Bass Rise und das scheint auch so ziemlich das einzige damit kompatible Spiel zu sein. Im Gegensatz zum Zuricon spart Bandai auch und baut lediglich eine X-, Kreis- sowie Starttaste ein. Weitere Kopien werden von Interact mit ihrem Fishing Controller herausgebracht, der mit noch weiteren Knöpfen für Modi und zum Programmieren überzeugen möchte. Ebenso mit einem LED-Lämpchen, das aufleuchten soll, wenn man einen Fisch am Haken hat. Sollte man vom ganzen Angeln schon so eine Hornhaut auf den Flossen haben, dass man die Vibration nicht mehr spürt. Der Bass Champion Controller von Naki orientiert sich wieder mehr am Original. Allein von seiner Verpackung her ist aber anzunehmen, dass es sich um die billigste Ausführung handelt. Immerhin eine, die auch für die Xbox erscheint. Mein absolutes Highlight ist aber dieses seltene Monster von Hori. Hier montiert man am Controller eine tatsächliche Rute samt Schnur, die wiederum mit einem großen Plastikfisch verbunden ist, in der sich eine motorisierte Spule verbirgt. Diese erzeugt, sobald man einen Fisch an der Angel hat, den Widerstand. Kompatibel ist das ganze Paket mit ihrem eigenen Spiel Winning Lure aus dem Jahr 2000. Doch ASCII hat es sich nicht nehmen lassen, ihr Originalsystem auch über die Grenzen der PlayStation hinaus an den Mann zu bringen. Der Zuricon 64 erscheint exklusiv als Nintendo 64 Zubehör für Itoi Shigesato no Basso Tsuri No. 1, eine Definitive Edition des gleichnamigen Super Famicom Spiels. Wie der Titel vermuten lässt, steckt der Mother- und Earthbound-Creator Shigesato Itoi dahinter, der gleichzeitig den Protagonisten des Spiels darstellt. Batterien im Griff ermöglichen die Vibrationsfunktion, obgleich es damit nicht das Rumble Pack ersetzt. Mehr wirklich kompatible Games als die PlayStation hat der Zuricon 64 auch nicht, wobei wohl jedes reguläre Game damit spielbar sein soll, da alle Tasten vertreten sind. Wenn auch an noch ungewöhnlicheren Stellen und die L-Taste durch die Kurbel ersetzt wird. Besonders kurios wirkt das bei GoldenEye. Am besten schneidet Sega ab, die ihren Controller zusammen mit ASCII entwickeln, nachdem sie 1997 45% derer Unternehmensanteile aufkaufen. Sega veröffentlicht ihren Dreamcast Fishing Controller selbst, womit es bis heute der einzige offizielle Angelcontroller einer Konsole ist. Die Idee und Technik der Bewegungssteuerung nach links, rechts, oben und unten stammt tatsächlich auch von Sega, die bei der Entwicklung ihres Dreamcast bereits mit Motion Controls experimentieren. Ein Prototyp des Controllers hat diese integriert und sieht aus wie eine Fernbedienung, die mit 2 Händen gehalten werden muss. Auch Segas Fishing Controller hat ein leistungsstarkes Vibrationsmodul verbaut, verzichtet dafür aber auf einen Visual Memory Unit Slot. Zum Speichern muss entsprechend zusätzlich ein herkömmlicher Controller mit der Unit angestöpselt werden. Der Angelcontroller erscheint im Bundle mit Sega Bass Fishing bzw. Get Bass und ist auch mit Sega Bass Fishing 2 sowie Sega Marine Fishing kompatibel. Hervorsticht der Dreamcast aber damit, die Peripherie auch für genrefremde Games effektiv zu nutzen. Virtua Tennis macht mit der Bewegungssteuerung essentiell das, wofür Wii Sports erst 7 Jahre später derart gefeiert wird. Und auch in Soul Calibur lassen sich mit variierenden Bewegungen unterschiedliche Angriffe ausführen. Tatsächlich
Tatsächlich ist das Steuern des Kampfspiels auf diese Art laut einigen Spielern deutlich einfacher und effektiver als auf herkömmliche Weise. Bei nicht dafür optimierten Games führt der Fishing Controller allerdings gerne mal zu kuriosen Problemen, wie in Sonic Adventures, wo die Bewegungssteuerung offenbar die Kamera völlig durcheinander bringt. Das speziell wegen seiner fummeligen Steuerung gehasste Minispiel mit Big the Cat hier wirkt übrigens wie die perfekte Gelegenheit für den Angelcontroller, ist damit aber leider nicht kompatibel. Was die Nintendo Wii und Switch halbherzig mit Plastikformen für die Standard-Controller erledigt, erweckt die 5. Konsolengeneration noch hingebungsvoll mit einem eigenen Peripheriegerät zum Leben. Die auf wirklich wenige Spiele beschränkte Nutzungsmöglichkeit ist definitiv schade, aber wenn die Controller vollumfänglich zum Einsatz kommen, erzeugen sie ein wirklich einzigartiges Spielerlebnis, das an ihre großen Brüder in Arcade-Hallen erinnert. Speziell die PlayStation hatte und hat aber noch viele weitere kuriose Controller, die ich in diesem Video durchgehe. Weniger kurios als grandios sind meine Kanalmitglieder. Retrojäger Michael, Robin, Mick ist mein Nick, Dr. Tatwaffel, muss man was sagen, Lurgas, Bibi, Prinz Puma, Cybugs, Katz, Venceslas, Blablub, Jürgen, Lucaria, Steve, Patrick, Gayato Plays, Devil in Boxershorts, Timo, P9608, Master, Louis, André und Redrom.